Manchmal haben mich Personalverantwortliche gefragt, was müssen wir rechnen? Dann sage ich das auch so und sage, auch in Deutschland hat nicht jeder einen eigenen Swimmingpool im Haus. Man kann billiger leben als in Deutschland, aber wie mir jetzt ein Kollege gesagt hat, wenn er hier Pizza essen will, dann kostet die ja mehr als in Deutschland. Sag ich, ja, das kann schon sein, nicht? Denn Pizza ist hier eben kein Billigessen. Perspektive Ausland. Der Podcast für Unternehmer und Freiberufler, die es ins Ausland zieht. Egal ob Steuerplanung, Auslandsfirmengründung oder Lifestyle-Fragen. Hier geht's jede Woche zur Sache. Und hier sind deine Gastgeber, Daniel Taborek und Sebastian Sauerborn. Wir sprechen ja jede Woche mit interessanten Menschen über interessante Länder, die als Wohnsitz oder Unternehmenssitz in Frage kommen. Und heute über ein sehr interessantes Land, das eine interessante Geschichte hat, vielfältige Kultur, atemberaubende Landschaften, sagen einige. Ich habe sie selbst noch nicht gesehen. Man sagt, bis 50 Ethnien leben dort relativ friedlich miteinander. Und das Land gehört wohl zu den weltweit größten Kaffeeproduzenten, obwohl man im Land selbst, da gruselt's mir, als ich das hörte, den Kaffee mit süßer Kondensmilch oder Eis in erster Linie konsumieren soll. Aber vielleicht hat sich das inzwischen ja geändert. Es soll eine moderne Kunstszene geben im Land. Man liest, dass sich das Land mehr und mehr regional zumindest als Hub für Hightech-Startups entwickelt oder entwickeln möchte. Man findet Megacities bis hin zu unberührten Stränden. Es ist ein Land, über das wir heute sprechen, über das wenig gesprochen wird, muss man sagen, wenn man sich das so liest und trotzdem so bei den ein oder anderen Spezialisten Begehrlichkeiten geweckt hat. Deswegen sprechen wir auch heute drüber, weil auch einige unserer Mandanten fragen, wie wäre es denn, wenn man in diesem Land lebt, dort vielleicht auch Business macht, ladet doch mal einen Experten ein und heute ist er da. Wir haben also heute einen Experten zu diesem Land. Ach so, ich habe den Namen noch gar nicht genannt. Wir sprechen heute also über Vietnam. Wäre mal interessant, wenn Zuschauer, Zuhörer in die Kommentare schreiben, ob sie denn nach meiner Einleitung zu dem Land selbst auf die Idee gekommen wären, dass wir heute über Vietnam sprechen. Aber heute, wie gesagt, einen Experten zu Gast, der in dem Land, also in Vietnam, lebt, das Land liebt. Rechtsanwalt Wolfram Grünkorn. Lieber Herr Grünkorn, wir freuen uns, dass Sie heute da sind. Stellen Sie sich doch einmal selbst unseren Zuschauern und Zuhörern vor. Ja, mein Name haben Sie genannt, Wolfram Grünkorn. Ich bin seit 1990 Rechtsanwalt, zunächst zugelassen in Bayreuth und dann mit verschiedenen Stationen in Frankfurt-Oder tätig gewesen, hauptsächlich im Bereich Zwangsvollstreckung und Rechtsstreitigkeiten. Und 2009 hat mich ein Freund gebeten, ihn zu begleiten auf einer Reise nach Vietnam für ein Projekt, was er hier verfolgt hat, eine Woche. Und ich wusste von Vietnam gar nichts, außer dass es da irgendwie einen Vietnamkrieg gab. Das war alles. Ja. Und dann kam ich hier an und habe schon in den ersten Minuten meine Begeisterung gefunden und festgestellt, nach meinem damaligen Dafürhalten, dass ich im Paradies gelandet bin. Heute weiß ich, dass ich nicht im Paradies bin, aber schon sehr gerne hier. Ja, ja, der Kaffee wird überwiegend, wenn man vietnamesischen Kaffee trinkt, das ist ein sehr stark gerösteter, sehr bitterer Kaffee. Den kann man gar nicht ohne Kondensmilch mit Zucker genießen, plus Eis. Es gibt aber auch jede andere Art von Kaffee mittlerweile. Dass auch Bier mit Eiswürfeln gekühlt wird, das ist gewöhnungsbedürftig. Und auch Rotwein wird mit Eiswürfeln gekühlt, weil es auch einfach zu heiß ist. Und wenn man dann nicht so schnell trinkt, dann hat man eben mehr Wasser im Glas, als Hm. man vielleicht möchte. Ja, aber zurück zum eigentlichen Thema hier. Ich bin dann immer wieder mal nach Vietnam gekommen und 2012 hat mich ein Headhunter gefragt, ob ich nicht hier eine
Position als Anwalt übernehmen möchte. Und dort habe ich kurz entschlossen zugesagt und habe dann kurz danach die Kanzlei, die vorher schon bestanden hat, übernommen als meine eigene und habe sie dann weiterentwickelt. Wir arbeiten überwiegend für deutschsprachige Unternehmen, also nicht nur Deutschland, sondern Österreich und Schweiz dabei, auch für Mandanten aus anderen Ländern, aber schon mit einem gewissen Schwerpunkt deutschsprachig. Und für die tun wir, wie ich immer sage, alles, solange es legal ist. Aber im Schwerpunkt Unternehmensansiedlungen und Steuern. Interessant. Sehr schön. Und Sie haben jetzt schon selber einige Dinge genannt aus Ihrer Sicht, die Vietnam interessant als Auswanderungsziel, als Wohnsitz machen. Was sind denn jetzt die Hauptgründe, weshalb Mandanten auf Sie zukommen und sich für Vietnam heute interessieren? Also unsere Mandanten sind hauptsächlich sehr große und mittelgroße Unternehmen und die folgen der China Plus One Strategie. Das heißt, die haben eine Produktion in China und möchten zur Diversifikation eine Produktion außerhalb Chinas haben. Und da kommt eben neben Malaysia, Indonesien und Thailand, insbesondere auch Vietnam in Betracht. Und Vietnam ist aus der Sicht interessant, weil Vietnam sehr viele Freihandelsabkommen gezeichnet hat. Und das heißt, wenn man in Vietnam produziert, kann man mit Zolltarifbefreiungen in fast alle Länder der Welt rechnen. Jetzt wollte ich Sebastian fragen eigentlich. Sebastian, wie sieht es denn bei dir aus? Wie häufig haben dich denn schon Mandanten angesprochen zu Vietnam und warum? Ja, also definitiv immer wieder. Also ich denke, die Mandanten, die wir haben, das sind zwar kleinere Unternehmer, die gehen hauptsächlich nach Vietnam. Ich würde jetzt sagen, um dort Unternehmen zu gründen im IT-Bereich. Ja. Das heißt also Softwareentwicklungsunternehmen, weil natürlich die Personalkosten dort geringer sind, weil natürlich Personal überhaupt mal vorhanden ist. Wir haben ja das Problem in Europa oder in vielen Ländern, dass die entsprechenden Experten gar nicht da sind, selbst wenn man bereit wäre, dafür gut zu bezahlen. Aber wir haben mehrere Mandanten, die sind in Vietnam, haben dort eben Software- und Entwicklungsunternehmen gegründet. Ich würde sagen, zwischen 10 und 20 Mitarbeitern haben die dort jeweils. Vielfach ist dann eben auch einer der Eigentümer dort mithin umgezogen nach Vietnam und findet dort eben jetzt eher, ähnlich wie Herr Grünkern sagt, das Leben eigentlich auch sehr, sehr angenehm. Ist sehr hier, war in gewisser Weise positiv überrascht, die Mandanten über die Lebensqualität dort, auch ich sage mal, wie gut das Ganze natürlich geklappt hat mit den üblichen, natürlich, da gibt es immer bestimmte Hindernisse, die man überwinden muss, ist ja ganz klar. Aber durchaus sehr positives Feedback hier bekommen wir von den Mandanten, die in Vietnam sind. Das sind natürlich von unserer Sicht her nicht sehr viele, es ist vielleicht so eine Handvoll von Mandanten, die dort sind, aber eben dann eher im Tech-Bereich. Ja, auf jeden Fall. Eine unserer Mandanten, eines der weltweit größten Unternehmen in der Branche, die haben ihre IT-Abteilung, ich kann das jetzt nicht näher eingrenzen, aber das ist IT im Planungsbereich, hierher lokalisiert und haben erklärt, das hat nichts mit den Gehaltskosten zu tun oder sonstigen Kosten, sondern sie finden in Europa einfach nicht die Fachleute, die sie brauchen, um diese Arbeiten ausführen zu lassen. Und die leisten dann diese Planungsarbeit weltweit für ihre, weiß nicht, 60, 70 Niederlassungen hier. Interessant. Und Ist denn da das Bildungssystem in Vietnam auch gut? Ich meine, die Leute, die jetzt dann dort als Fachkräfte eingestellt werden, haben die dann in Vietnam studiert oder sind das dann Leute, die im Ausland studiert haben und wieder nach Vietnam zurückgekommen sind? Also das muss man ein bisschen differenziert sehen. Nach meiner Meinung ist das Bildungssystem sehr gut. Da gibt es Menschen, die sehen das anders, insbesondere wenn wir an die Ausrichtung auf moderne Geisteswissenschaften in Deutschland, ich will das mal nicht negativ formulieren, das fällt mir schwer, aber will ich mal jetzt nicht machen. Das findet hier so nicht statt. Aber die Naturwissenschaften, Technik, das alles, was an der Universität gelehrt wird, ist, meine ich, sehr gut. Die berufliche Bildung findet eigentlich nicht statt. Das heißt also, ein Software-Ingenieur von der Universität, das ist sehr gut möglich, aber einen technischen Arbeiter, der muss, wenn er das nicht in einem anderen Betrieb gelernt hat, dann muss der ausgebildet werden in dem Betrieb.
Verstehe. Ist ja in vielen Ländern so, gerade in Asien, in dem Bereich, ja. Jetzt, Herr Grünkorn, Sie hatten ja vorhin gerade eben gesprochen von China plus one. Jetzt war ja doch die Situation mit China in den letzten Jahren nicht problemlos und auch nicht spannungsfrei, sei es jetzt aufgrund der restriktiven Covid-Politik oder auch hier jetzt mit anderen westlichen Ländern wie den USA. Ich kann mir vorstellen, dass das so dem Standort Vietnam eher hilft, weil man sich versucht, hier anderweitig zu orientieren. Wie ist das? Selbstverständlich. Wir haben ganz erhebliche Bewegung von Produzenten, die für den US-Markt beispielsweise produzieren, die weg von China wollen, weg von China müssen, weil dort Strafzölle angewandt werden und die deswegen Made in Vietnam verkaufen möchten. Interessant. Ja. Wie ist denn da jetzt in Vietnam die Willkommenskultur? Also es gibt ja Länder, die mit speziellen Vereinfachungen, die vielleicht auch ihre Prozesse angepasst haben an internationale Investoren, die vielleicht auch mit bestimmten Steuervergünstigungen locken. Also hat Vietnam eine Welcome-Kultur, wenn jetzt jemand dahin kommt? Also auf menschlicher Ebene ist jeder Ausländer sehr willkommen, insbesondere jeder aus Deutschland. Also hoch willkommen. Das hat auch damit zu tun, dass es seit zig Jahren gute Beziehungen nach Deutschland gibt. In der DDR haben viele Vietnamesen studiert oder haben dort gearbeitet. Nach Westdeutschland sind viele geflüchtet und sind da beheimatet. Also das schon. Die Fördermittel gibt es keine, von irgendwelchen Ausnahmen abgesehen, aber im Prinzip kann man sagen keine. Steuervergünstigungen gibt es, je nach Branche, je nach Standort, sehr differenziert. Einfach ist überhaupt nichts. Alles ist sehr kompliziert. Gut für Sie, muss man einfach mal so sagen, weil Ja, man das ist so. Das ist aber ein internationaler Trend, der vermehrte Wunsch, Gerechtigkeit und so weiter durchzusetzen, in erster Linie den Aufwand, den wir zu bewältigen haben, erhöht und ansonsten wenig bewirkt. Ja. hm, Also das heißt umgekehrt für Unternehmen, die nur einen geringen Etat haben zu investieren, ist Vietnam sicherlich nicht die erste Wahl. Ja. verstehe. Jetzt die Hürden, also ich sag mal, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich würde jetzt nach Vietnam kommen, würde jetzt, sagen wir mal, wie der Sebastian vor uns gesagt hat, vielleicht jetzt eine kleinere Firma im Softwareentwicklungsbereich gründen wollen, dann braucht er halt die Firmengründung selber, er muss also ein Unternehmen etablieren, er braucht für sich vielleicht in seine Familie eine Aufenthaltsgenehmigung, wenn er selber ins Land umziehen will, braucht ein Bankkonto, also dieses ganze Setup. Vielleicht könnt ihr dazu mal ein bisschen sowas sagen, wie das so läuft und was es da für Ja. Möglichkeiten, Optionen gibt. Also es geht in der Regel um die Gründung einer GmbH, Limited Liability Company. Das ist das normale Instrument. Und die erste tatsächliche Hürde ist es, für den Unternehmer festzulegen, was er eigentlich machen möchte. Denn in Deutschland kennen wir das so, man darf alles machen, was nicht besonderer Erlaubnis bedarf. Das ist hier nicht so, sondern man darf das machen, wofür das Unternehmen lizenziert ist. Und die Lizenzierung hängt davon ab, welche Verpflichtungen Vietnam eingegangen ist bei Beitritt zur Welthandelsorganisation, bei Zeichnung der verschiedenen Freihandelsabkommen. Also das Beispiel Softwareentwicklung, das ist verhältnismäßig einfach. Wenn dann jemand aber auf die Idee kommt zu sagen, ja, ich möchte Geräte, irgendwelche Spezialgeräte kaufen und vermieten, ohne Bedienungspersonal, einfach nur das Gerät vermieten, ein Werkzeug. Ja. Das ist eine hochkomplizierte Lizenz, die kostet viel mehr als das ganze Unternehmen, weil sie nicht unter die Welthandelsorganisation Verpflichtung fällt, auch nicht unter die nach dem EU-Handelsabkommen. Und das bedeutet ein wirklich schwieriger Prozess für das deutsche Unternehmen zu klären, was wollen wir denn eigentlich machen. Mhm. Wenn jemand sagt, Softwareentwicklung für das Unternehmen, welches in Deutschland die Software verkauft, ist die Frage nicht so kompliziert, aber für viele andere ist es tatsächlich nicht einfach.
So, und wie wäre jetzt der Ablauf? Also ich komme jetzt, gründe ich zuerst mein Unternehmen, beantrage dann mein Aufenthaltsrecht, so ist es ja in den meisten Fällen. Und die Unternehmensgründung ist jetzt der Grund für das Dauervisum. Wie lange gilt so ein Visum? Also ich würde gerne mal, also Sie haben jetzt gesagt, die Mhm. Unternehmensform, die man meist gründet, ist die GmbH. Das, Ja, wie ja. lange dauert sowas? Wie kann man sich das vorstellen? Also Also nicht unter 4 Monaten. nicht unter 4 Monaten. Und Ja. zusätzlich, wenn ich richtig verstanden habe, brauche ich da noch eine Lizenz. Oder ist das in einem Nein, also um, um, Rutsch? um das genau zu sagen, der erste Schritt ist die Erlaubnis, in Vietnam tätig zu werden als Ausländer. Das ist noch kein Unternehmen, sondern da wird das Investitionsvorhaben geprüft und genehmigt. Das kann man aber nicht als solches umsetzen, sondern das kann man nur in der Form eines Unternehmens umsetzen, sodass dann die Gründung des Unternehmens sich direkt anschließt. Und das zusammen sind 4 Monate, Äh, nicht mhm, unter 4 Monaten. verstehe. Und dann wird für denjenigen, der deswegen nach Vietnam umzieht, eine Aufenthaltsgenehmigung beantragt. Die dauert dann nochmal wie lange? Der braucht zunächst mal eine Arbeitsgenehmigung in der Regel. Soweit das nicht, also Rechtsanwälte sind von diesem Erfordernis befreit, vermutlich weil der Gesetzgeber der Meinung war, die arbeiten sowieso nicht, sondern dann werden sie befreit. Es muss also eine Arbeitserlaubnis erteilt werden und daran anschließend wird dann eine zeitweise Aufenthaltsgenehmigung erteilt. In der Regel 2 Jahre. Also das Ganze dauert dann halt ungefähr einem halben Jahr, habe ich dann diesen Papierkrieg wahrscheinlich erledigt. Ja, man kann das ein bisschen überschneidend bearbeiten. Also die Arbeitserlaubnis, da kann man schon vieles beantragen und während das Unternehmen, also vorbereiten, während das Unternehmen noch nicht Mhm. gegründet ist. Also das addiert sich nicht immer nur. Aber 5, 6 Monate muss man schon rechnen. Und muss ich in dem Zeitraum physisch anwesend sein in Vietnam oder kann ich das alles auch aus der Nein, Ferne? nein. Okay. Ist also, ich sage mal so, schon ernüchternd, weil in vielen Ländern, über die wir sonst hier so sprechen, geht das natürlich eher wie das Brezelbacken oder voll Ja, digitalisiert. Aber wie gesagt, um im Paradies zu leben, muss man ja schon bereit ja, sein, einige Hürden zu nehmen, wie Sie so ja, ja, ja. gesagt haben. Ja. Sebastian, ich glaube, dir lag auch noch eine Frage gerade auf der Zunge. Ja, genau. Also wir haben jetzt ja besprochen, Arbeitserlaubnis ist erteilt, Unternehmen ist gegründet. Wenn ich jetzt hier, sage ich jetzt mal, Mitarbeiter in Vietnam beschäftigen möchte, wie ist dort so, sage ich mal, das Klima? Ist es eher arbeitnehmerfreundlich, eher arbeitgeberfreundlich? Wie muss man das verstehen? Also das Arbeitsrecht, ich sage mal, es gibt eine einfache Version und eine komplizierte Version. Wir belassen es mal bei der einfachen Version. Heißt, der Arbeitgeber kann keine Kündigung aussprechen. Das ist so. Also unterm Strich ähnlich wie in Deutschland. Aber es gibt die Möglichkeit die wird auch genutzt, der Probezeit und dann von mehreren befristeten Arbeitsverhältnissen. 2 Befristungen sind zulässig, ohne besondere Begründungen. Das heißt, wenn man das nutzt und das wird genutzt und hat die Probezeit, dann einen befristeten Vertrag von einem Jahr, dann einen befristeten Vertrag von 3 Jahren, dann sollte man den Mitarbeiter kennen und dann ist normalerweise auch klar, wie man miteinander umgeht. Und das Klima ist so, dass die vietnamesischen Mitarbeiter, jedenfalls wenn sie für deutsche Unternehmen arbeiten, die wollen was. Die wollen da nicht sitzen, nur um Geld zu verdienen, sondern die wollen in erster Linie etwas lernen, vorankommen, in den Betrieb integriert sein. Und wenn es dann so ist, dass das Unternehmen, also wirklich der Chef, dann persönlich sagt, wir können nicht mehr zusammenarbeiten, dann geht der Mitarbeiter. Also bei normalem, vernünftigen Umgang gibt es da eigentlich keine arbeitsrechtlichen Probleme. Diese entstehen in der Regel dann, wenn Chefs eingesetzt werden, die nicht qualifiziert sind. Wie so oft, ja. Wie so Wie so oft, oft, ja. der Fisch beginnt im Kopf zu stinken, wie man so schön sagt. Ja. Ja, 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 ja. Wie sind denn die Sprachkenntnisse so generell der Menschen in Vietnam? Was lernen die da in der Schule? Also in erster Linie schon Englisch und praktisch jeder kann Englisch. Nicht alle sehr gut, aber können sehr gut.
Das schon. heißt also, man kommt auch als Unternehmer mit Englisch zurecht oder sagen Sie, man muss dort Vietnamesisch lernen, um dort sich Nein, tatsächlich nein, führen man zu kommt können? mit Englisch zurecht. Okay. Es gibt Unternehmer, sag ich mal, aus Japan und aus China, die können auch kein Englisch, die kommen auch zurecht, aber das ist dann ein bisschen schwierig. Nein, Und Sie selbst, haben Sie inzwischen Vietnamesisch gelernt oder nicht? ich hab versucht, es zu lernen und es ist auch nicht so kompliziert, wie gesagt wird, aber ich kann mir das nicht merken. Ich vergesse es wieder und dann äh, habe ich irgendwann aufgegeben. Wie ist denn so ungefähr das Gehaltsniveau jetzt im Vergleich zu Europa oder im Vergleich zu Deutschland? Wie muss man sich das so ungefähr vorstellen? Jetzt nur ein paar Beispiele. Ist natürlich klar, hängt Also natürlich es immer ist stark davon ab. mit Sicherheit sehr unterschiedlich. Es gibt einen gesetzlichen Mindestlohn, der wird immer mal ein bisschen angepasst. Der ist tatsächlich sehr niedrig und wer also beispielsweise in der Gastronomie arbeitet, der hat unter 300 € im Monat. Das ist auch hier sehr wenig. Im Bürogehilfen fängt es vielleicht mit 350 an, aber dann geht es auch, wenn die Qualifikation da ist, die Erfahrung da ist, 2.000, 3.000 ähm, kann man dann schon rechnen. Muss man dann schon rechnen. Okay. Und wir haben jetzt vorhin von Softwareentwicklung gesprochen. Haben Sie da so einen Anhaltspunkt, was so ein Softwareentwickler verdient, der ein paar Jahre Erfahrung hat? Das weiß ich nicht. Also da fehlt mir der Einblick, weil ich da auch Naja, keinen inneren Zugang zu Softwareentwicklung habe. klar. Aber das ist ganz klar, dass das sehr, sehr, sehr unterschiedlich ist, nicht? Das ist also, Mhm. Ja, ja, nee, auf jeden Fall. Ja, das hängt ja dann immer, hängt ja immer stark hängt ja immer stark von der Branche ab, genau. Und jetzt war sicherlich ja auch in Vietnam, stelle ich mir vor, in den letzten Jahren Inflation ein Problem, nehme ich mal an, oder? Wie haben Sie das dort erlebt? gibt es sicherlich, aber wir sind ja eine sozialistische Volksrepublik. Der Staat kontrolliert vieles, auch die Preise, manche Preise. Und die Währung ist weitgehend an den US-Dollar gekoppelt. Also ich habe die Inflation so nicht als großes Problem wahrgenommen, aber es gab in der Folge von Covid natürlich ganz erhebliche wirtschaftliche Schwierigkeiten der Bevölkerung, Mhm. Mhm. der kleinen Unternehmer, der Bevölkerung. Menschen mussten für das halbe Gehalt arbeiten. Weil Sie gerade Gehalt auch sagen, ne? Also wir haben jetzt mal so eine Spanne genannt zwischen 300 € und sagen wir mal 2.000, 3.000 € ist als mal eine Gehaltsvorgabe. Wie kann man sich denn so die Mindestlebenskosten vorstellen? So was braucht man eigentlich von Geld, um, sagen wir mal, also ich will jetzt nicht sagen ganz einfaches, aber so ein normales, durchschnittliches Leben zu führen, sich Also leisten zu können. auch da ist die Bandbreite außerordentlich groß. Nicht? Man kann ein einfaches Essen haben für 1 bis 2 €. Man kann auch sehr, sehr viel ausgeben. Wohnung, also auch eine, sagen wir, ordentliche Wohnung für 400 oder 500 € ist möglich. Aber man kann auch 20.000, 30.000 für eine Wohnung im Monat ausgeben. Und manchmal haben mich Personalverantwortliche gefragt, was müssen wir rechnen? Dann sage ich das auch so und sage, auch in Deutschland hat nicht jeder einen eigenen Swimmingpool im Haus. Manche schon, aber nicht jeder. Und wenn dann nicht unbedingt auf Unternehmenskosten. Also man kann billiger leben als in Deutschland, aber wie mir jetzt ein Kollege gesagt hat, wenn er hier Pizza essen will, dann kostet die ja mehr als in Deutschland. Sag ich, ja, das kann schon sein, nicht? Denn Pizza ist hier eben kein Billigessen. Das. Gut, also Interessant. letztendlich, was rechnet jetzt jemand, sagen wir mal, für ein durchschnittliches Leben pro Monat? Wie viel geht drauf pro Monat für, sagen wir mal, eine Familie mit einem Kind? Was brauchen die ungefähr mit einer Wohnung ohne Swimmingpool? Ja, sagen Ohne wir, Pizza, sondern normales Restaurant. würde ich sagen, also mit 3.000, 4.000 kommen die da schon vernünftig hin. Ist denn jetzt für, ich sage jetzt mal, für Investoren aus dem Westen, für Unternehmen, die in Vietnam investieren, das Land ist ja doch relativ groß,
konzentriert sich da alles um den Raum Hanoi oder ist es verteilt aufs ganze Land? Oder gibt es da bestimmte Zentren, wo man sagen kann, da muss man sein, da gibt es auch Personal und so? Gibt die Großstadt Ho Chi Minh Stadt oder Saigon, man darf beides sagen, und die Großstadt Hanoi. In Hanoi sitzt die Regierung im Norden. Koreaner, Japaner gehen mehr in den Norden und die Automobilindustrie ist auch mehr im Norden jetzt, in Haiphong. Die Softwareindustrie ist mehr im Süden, in Ho Chi Minh City und in Da Nang. Das ist im Zentrum. Die Fabriken wie Schuhfabriken oder Nähereien, die gehen dann mehr ins Landesinnere, weil da eher noch Arbeiterinnen für niedrige Löhne zu finden sind, die man in Ho Chi Minh Stadt so nicht findet. Den Standort muss man sich sehr gut überlegen. Also wir haben auch Mandanten, die haben sich dann ohne meine Beteiligung einen Standort gesucht, der sehr günstig ist, aber mit dem Auto 1,5 Stunden von Ho Chi Minh Stadt entfernt. Und keiner der leitenden Mitarbeiter möchte dort wohnen, wo die Fabrik ist. Und deswegen haben sie Schwierigkeiten, Personal dorthin zu bringen. Und das Management möchte auch nicht dort wohnen, weil dort keine internationale Schule ist. Okay, sind alles natürlich Faktoren, die man sich überlegen muss, das ist Muss klar. man bedenken. Ja. Jetzt, Wie ist der, also man muss sich ja geografisch, soweit ich das gelesen habe jetzt in der Vorbereitung, ja so sehen, also Vietnam ist von der Fläche ungefähr so groß wie Deutschland, aber von der Ausdehnung Nord-Süd doch, ich sage mal, erheblich länger als Deutschland, ungefähr 1700 Kilometer lang, sage ich jetzt mal. Ja. Wie ist denn jetzt hier die Fortbewegung im Land? Ist es Zug, Flug, Straßenverkehr? Wie funktioniert das, wenn man jetzt so vom Norden in den Süden zum Beispiel reisen will? Flugzeug. Okay. Man kann auch mal mit der Bahn fahren, das ist aber dann mehr ein Abenteuerurlaub als ein. Ja, also das ist nicht billiger und dauert Tage und ja, also nein, ist Flugzeug. Geht mindestens jede Stunde ein Flug und kostet auch nicht sehr viel. Gibt es also ein gut ausgebautes Straßennetz, Autobahn oder sowas, oder gibt es nicht? Im Ansatz, sie bauen Straßen, aber das ist noch im Ansatz. Also für längere Strecken, insbesondere jetzt die 1700 von Hanoi in den Süden oder umgekehrt, kann man so nicht mit dem Auto fahren. Nicht? Ja. Die Trucks, die LKWs, die fahren, aber das ist ein besonderes Thema. Das kann ich mir vorstellen. Ja. jetzt ist ja so, es gibt ja auch Interessenten, die keine große Produktion jetzt nach Vietnam bringen wollen, trotzdem, also teilweise vielleicht auch Freelancer, Freiberufler, die einfach sagen, also was ich da bislang gelesen habe, reizt mich so sehr, ich möchte einfach mal ein paar Jahre in dem Land leben, von dort aus arbeiten. Welche Möglichkeiten haben denn solche Leute, die jetzt also nicht mit einem Arbeitsvertrag dahin kommen, eigentlich jetzt auch nicht vorhaben, da so 6 Monate oder 5 Monate so einen Prozess einer Firmengründung dort durchzuführen? Welche Möglichkeiten gibt es für so jemand im Land zu leben? Ja, da möchte ich sozusagen vorab generell sagen, dass in Vietnam sehr viel gemacht wird, einfach so gemacht wird, obwohl es legal nicht korrekt ist. Das sieht man im Straßenverkehr, wenn Sie mal Bilder vom Straßenverkehr gesehen haben, das geht drunter und drüber. Obwohl die Straßenverkehrsordnung nicht anders ist, also nicht wirklich anders ist als bei uns. Und so gibt es auch sehr viele Ausländer, die hier sich aufhalten und hier arbeiten und sich nicht besonders um die rechtlichen Rahmenbedingungen scheren. Was wir auch aus anderen asiatischen Ländern kennen, wie zum Beispiel Also, Thailand, ja, wo dann Leute ja hinkommen, Border Run machen, wieder zurückkommen und so weiter. nicht? Also das heißt, es gibt viele, wir haben jetzt ja Visaerleichterungen. Das E-Visum ist einfach zu bekommen und gilt 3 Monate und kann sofort verlängert werden. Wir haben Visabefreiung, 45 Tage aus Deutschland. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sich hier irgendwo einmieten und dann in ihrem Apartment über Internet irgendwelche Arbeiten ausführen, von denen keiner weiß, wo sie gemacht werden. Nicht?
Das findet statt und ich denke, dass das von der Regierung in gewisser Weise toleriert wird, aber legal ist es nicht. Legal ist es, dass jeder, der hier wirtschaftlich tätig sein möchte, zunächst eine Genehmigung erhalten muss dafür und dann ein Unternehmen gründen muss. Mir ist nicht bekannt, dass jemand diese Genehmigung erhalten hat, um dann als Einzelunternehmer hier tätig zu sein. Hm, verstehe. Interessant, ja. Also die klassischen digitalen Nomaden gibt es so offiziell in Vietnam nicht. Natürlich inoffiziell, wie Sie schon gesagt haben, ist eine Grauzone und natürlich Regierungen in vielen Ländern lassen das auch eine Grauzone sein, bewusst, weil man auch in gewisser Weise vielleicht als Land davon profitiert, jedenfalls wenn es anständige Leute sind, die kommen. Aber im Grunde genommen legal jetzt dort über mehrere Jahre zu bleiben, auch mit der gewissen Rechtssicherheit. Ich meine, manchmal will man vielleicht auch ein Haus kaufen oder sowas. Das würde so im Grunde genommen nicht funktionieren. So ist es ja. Ja. Hm. Haus Also, kaufen kann man als Ausländer nicht. Wir können als Ausländer eine Wohnung kaufen in einem Wohnblock, aber nur bis zu 30% der Wohnungen dürfen an Ausländer verkauft werden. Das ist nicht so einfach und es empfiehlt sich eher, sich was zu mieten, als was zu kaufen. interessant. Wie ist es denn ist es für Ausländer möglich, ein Bankkonto zu eröffnen? Ja, wenn Sie eine Arbeitserlaubnis haben oder eine Resident Card haben, ja. Nur, wer hier nur zu Besuch ist oder nur als Tourist hier ist, der kann kein Bankkonto eröffnen. Okay. Und Und Zahlungsverkehr jetzt zwischen Landesbanken und Ausland, die ist auch ohne Einschränkung möglich, oder? nein, wir haben eine sehr strikte Devisenkontrolle. Das heißt, alles Geld, was vom Ausland nach Vietnam kommt, muss belegt werden. Wenn ich Geld aus dem Ausland bekomme, muss ich der Bank unseren Dienstleistungsvertrag und die Rechnung übermitteln in Kopie, sonst schreiben sie das nicht gut. Und wenn ich Geld ins Ausland transferiere, genauso. Auch Nachweis, dass die Leistung erbracht wird. Wir haben also, um in unserer Branche zu bleiben, den Fall, dass ein Anwalt seinem Mandanten eine jährliche Rechnung geschickt hat von je Jahr 50.000 Euro ohne weitere Spezifikationen. Und dann hat die Bank die Überweisung abgelehnt und hat gesagt, dort fehlen jegliche Leistungsnachweise, das glauben wir nicht. Ja? Interessant. Aber jemand, der jetzt in Vietnam lebt, kann dort mit seiner Visa-Card ohne weiteres alles bezahlen, Ja, Restaurantbesuch, kaufen, ja, tanken, was ja, auch immer. ja, Das ist möglich. ja. Okay. Interessant. Vielleicht sollten wir noch mal generell auch auf das Thema Steuern zu sprechen kommen, in dem Auf jeden Fall, Kontext. ja. Ja. Das heißt, welche Steuern gibt es, welche Steuern gibt es nicht? Also es gibt die Einkommensteuer für Unternehmen, Körperschaftsteuer und für Einzelpersonen private Einkommensteuer. Die Körperschaftsteuer beträgt 20% auf den Gewinn und die Einkommensteuer für Personen, die hier keinen steuerlichen Sitz haben, ist auch 20% und für Personen, die ihren steuerlichen Sitz hier haben, ist es eine Progressivsteuer mit Maximum 35%. Wie werden Dividenden besteuert? Gewinnausschüttung aus einer Körperschaft? 5%. Das wäre jetzt eine vietnamesische Körperschaft. Ja, wenn ich jetzt dort lebe und aus dem Ausland Dividenden erhalte, werden die gleich besteuert oder gibt es dann andere Ja, Steuern? ja. Also es gibt zwei für Ausländer interessante Konstellationen. Das eine ist die GmbH, die 100% im Eigentum eines Ausländers ist, der eine natürliche Person ist. Dann ist die Gewinnausschüttung dieser Gesellschaft an ihn in Vietnam steuerfrei. Das heißt, er kann seine Geschäfte in Vietnam, seine weltweiten Geschäfte über diese vietnamesische Gesellschaft abwickeln und sie werden mit 20% auf den Gewinn versteuert und die Ausschüttung in Vietnam wird nicht besteuert. Er kann dann aber kein Gehalt von der Gesellschaft beziehen, weil er könnte schon, aber dieses wäre dann keine Betriebsausgabe. Alles klar. Mhm.
Ja, wenn er aber nicht Alleineigentümer ist, sondern nur einen Anteil hat, egal wie viel Prozent, können auch 99% sein, dann ist die Ausschüttung des Gewinns an ihn mit 5% besteuert und er kann ein Gehalt beziehen, welches Betriebsausgabe darstellt. Und nach meiner Meinung, ich will mich nicht zu deutschem Recht äußern, aber nach meiner Meinung ist die Besteuerung dann abschließend, wenn er also die Gewinnausschüttung hier mit 5% versteuert hat, dann dürfte die in Deutschland nicht nochmal besteuert werden, unterliegt natürlich dem Progressionsvorbehalt und das heißt, das kann schon sehr günstig sein. Mhm. Ja. Interessant. Spannend, ne? Was da so in verschiedenen Ländern sich die, ich sag mal, Regierungsfinanzexperten so ausdenken, um doch dann Ja, interessante Konzepte ja, zu konstruieren, um halt ausländische Ansiedlung dann auch interessant zu gestalten. Ja. ja. Was könnte jetzt unsere Mandanten noch interessieren, Sebastian, zu diesem Thema? Also, ich kann ja gerne eine Frage, ich kann ja hier ein Beispiel aus der Praxis. Wie gesagt, wir haben einen Mandanten, der macht Softwareentwicklung dort in Vietnam und die entwickeln solche Softwaresysteme letztlich für den Finanzdienstleistung und Banking-Bereich. Ja. Das ist sozusagen auch so für Software, die dann tradet, ja, wo man dann so traden mit kann. Und er hatte mir gesagt, er wohnt selbst in Vietnam, dass in Vietnam der Forex-Handel verboten ist. Wissen Sie das? Wissen Sie davon? Ja. Das Es, heißt also, er kann jetzt nicht, also wenn er zum Beispiel jetzt mit dem Unternehmen hier Bots hat oder so, könnte er das nicht zum Beispiel von Vietnam laufen lassen, dann muss dann irgendwie eine Firma im Ausland gegründet werden. Ansonsten funktioniert es nicht, weil es in Vietnam verboten ist. genau, er darf Softwareentwicklung hier darf jede Art von Software entwickeln. Beispielsweise auch Glücksspiel. Ja? Glücksspielsoftware ist zulässig, aber die Veranstaltung ist nicht zulässig. Das heißt, wenn er Forex-Handel betreiben will, dann kann er die Software hier entwickeln, aber das Unternehmen, welches den Handel betreibt, kann nicht hier registriert sein. Wenn Forex jetzt nicht legal ist, wie ist zum Beispiel Krypto? Ist Krypto, wird es verwendet in Vietnam oder ist das allgemein bekannt oder wie ist da die Das Situation? wird verwendet, aber es ist sozusagen ein Bereich, bei dem die Meinungen unterschiedlich sind. Die einen sagen, ja, weil es nicht geregelt und nicht verboten ist es erlaubt. Und ich sage, es ist geduldet. Ja, denn wir haben den Grundsatz, dass jede Finanztransaktion mit dem Ausland der Genehmigung und Kontrolle der Staatsbank unterliegt. Und das heißt, jede Art und Weise, wie ich Gelder ins Ausland transferieren könnte, muss dort genehmigt werden. Mhm. Hm. Macht Sinn. Eine Ja. Sache wäre doch sicherlich interessant, also wenn ich jetzt dort in Vietnam mich entscheide, Geschäfte zu machen, zum Beispiel dort zu investieren, Unternehmen zu gründen, wie muss ich mir das vorstellen, wie rechtssicher ist das Umfeld, wie verlässlich sind die Behörden, ist Korruption ein großes Problem, also wie kann ich mich da bewegen als ausländischer Investor? Korruption ist ein Thema. Wir haben jetzt gerade letztes Jahr und davor den größten Korruptionsskandal Asiens hier feststellen dürfen. Die Dame ist verhaftet worden. Die hatte Ah, eine davon habe ich Bank. gelesen, ja, genau, das habe ich gelesen. Ich vergesse diese Zahlen, aber es fehlen vielleicht 50 oder 40 oder so Milliarden, die einfach verschwunden sind, dadurch, dass sie aus ihrer eigenen Bank ganz viel Darlehen an irgendwelche windigen Unternehmen aus ihrem Bereich vergeben hat. Das geht nicht ohne Beteiligung von Personen, die in staatlichen Stellen tätig sind. Und da sind auch viele verhaftet worden. Das heißt, Korruption ist ein Thema. Es gibt auch heute oft die Erwartungshaltung von bestimmten Mitarbeitern in Verwaltungen, dass sie etwas bekommen. Da muss man sich frühzeitig entscheiden, sagen, will ich dem nachgeben, damit ich leicht um die Ecke komme. Dann komme ich davon nicht gut wieder runter oder will ich das nicht, dann muss ich unter Umständen auch komplizierte Anforderungen erfüllen und sagen, nein, von mir gibt es kein Geld. Okay. Jetzt in dem Zusammenhang ist mir noch eine andere Frage aufgekommen, die auch viele natürlich immer wieder interessiert, wenn sie umziehen in ein anderes Land, gerade auch mit Familie. Und zwar
Gibt es eine deutsche Schule? Was machen die Leute, die da, also Deutsche mit ihren Kindern kommen? Gibt es nur die internationale Schule, also sprich Englisch, oder gibt es auch deutsche Schulen? Und wie ist denn das Gesundheitswesen? Also geht man zum Arzt, geht man ins Krankenhaus oder geht man für größere Sachen lieber zurück nach Deutschland? Es gibt eine deutsche Schule und ich glaube, sie ist ziemlich gut, ja, nicht sehr groß, ziemlich gut. Es gibt außerdem internationale Schulen. Die Hürde ist da, dass das relativ viel Geld kostet. Und ich kann jetzt leider nicht sagen, wie viel, aber das sind Tausende. Und das heißt, normalerweise muss das dann ein kräftiger Arbeitgeber sein, der sagt, ja, für meinen Mitarbeiter, den ich für 3 Jahre hierher beordere, übernehme ich dann die Schulkosten. Also das ist schon ein Thema. Das Gesundheitswesen ist, ja, ist vielgestaltig und ich meine, es ist ziemlich gut. Ja, sehr moderne, sehr hochtechnisierte Verfahren sind vielleicht eher im Ausland verfügbar als hier. Aber wenn ich ins Krankenhaus gehe, dann bin ich sofort in der Behandlung. Ich habe keine Wartezeit, muss auch nicht erst zum Arzt gehen. Ich gehe direkt ins Krankenhaus. Die Pflege ist so organisiert, dass normalerweise im Krankenzimmer ein zweites Bett ist für jemanden aus der Familie, so dass jemand dann dort mit nächtigt, um sich um den Patienten zu kümmern. Interessant, ja. Ja, okay. Ist ja in einigen Einweg zu Ländern lösen, in ja. der Region so. Ja, ja, das ist durchaus nicht unüblich in der Region. Also ich habe auch mal in einem großen Land in Asien gewohnt, da geht auch die ganze Familie ins Krankenhaus und übernimmt eigentlich da die Pflege vor Ja, Ort. ja, ja. Ja. Also Interessant. da hätte ich jetzt keine Sorgen. Es gibt auch internationale Kliniken hier mit Ärzten aus dem Ausland, die also auch gut die jeweilige Sprache sprechen, Englisch oder Französisch. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es auch deutsche Ärzte gibt, aber Interessant, ja. Schön. Dann, also wie ist denn das Verhältnis zu den Nachbarländern eigentlich? Also ist es einfach, so mal schnell ins Nachbarland zu reisen oder wie, ja, wie ist ja, da? ja. Also nach Kambodscha kann man, das letzte Mal, als ich dort war, musste man an der Grenze sich ein Visum ausstellen lassen und das kostet eine kleine Gebühr, aber muss man nicht vorher beantragen. Laos, habe ich gehört, ist ähnlich. China auch, wenn man jetzt mal die Covid-Beschränkungen wegdenkt, aber Singapur, Philippinen, alles eigentlich problemlos. Ja. Interessant. Hm. Schön. Ja, also ich bin soweit mit meinen Fragen durch, Sebastian. Ja, ich soweit auch. Also man sollte vielleicht grundsätzlich noch sagen, was sicherlich grundsätzlich relevant ist, gerade für Deutsche, die planen, in Vietnam zu investieren. Also soweit ich gelesen habe, ist Vietnam ja eines der wenigen Länder, welches mit der Europäischen Union ein Freihandelsabkommen hat. Ja. Was Ja. also natürlich wichtig ist, hatten Sie vorhin ja schon kurz erwähnt, hinsichtlich der zollfreien Ware, die dann verschickt werden kann. Und natürlich auch generell die Beziehungen zu Deutschland sind sehr gut. Ja, hatten Sie vorhin auch schon erwähnt. Also Deutschland ist, glaube ich, sogar der größte Handelspartner von Vietnam innerhalb der EU wenigstens, ja. Also Ja. das heißt, da es ist schon, glaube ich, gibt es ganz gute Voraussetzungen. Auch eine interessante Parallele zwischen Deutschland und Vietnam ist, dass beide Länder ja eine Wiedervereinigung erlebt haben, wobei eben Vietnam, ich glaube, 15 Jahre vor Deutschland. Also ja, interessant auf jeden Fall Parallelen. Also ich kann mich noch erinnern, wie Sie vorhin schon erwähnt hatten, ich hatte ja, als ich in die Schule gegangen bin in Deutschland, da waren auf jeden Fall etliche Vietnamesen dort zu dieser Zeit, die dort eben geflüchtet waren. Also da sind viele ja nach Deutschland gekommen in der Zeit. Ja. In meinem Teil von Ja. Deutschland waren sie eher und haben studiert. Ja. Ja. Ja, wir haben, glaube ich, gut 100.000 Vietnamesen in Deutschland und man sieht die kaum auf der Straße, weil sie entweder lernen oder arbeiten oder zu Hause mit der Familie feiern. Familien feiern. Ja, ich möchte noch anführen, dass insbesondere deutsche Unternehmen hier sehr willkommen sind, weil gerade die jungen Mitarbeiter sehr gerne für ein deutsches Unternehmen arbeiten. Und warum? Weil sie die Erwartung haben, dass sie mit einem deutschen Chef in der Sache reden können.
Ja, der deutsche Chef sagt, das ist so und dann kann der Mitarbeiter sagen, ich glaube, das haben Sie jetzt noch gar nicht richtig verstanden. Ich glaube, das geht ganz anders. Kann man fachlich bereden. Das geht mit einem Vorgesetzten aus einem asiatischen Land nicht. Dort ist das, was der Vorgesetzte sagt, immer richtig. Ja? Und Interessant. dieses sich selbst entwickeln, dass der Vorgesetzte auch mit jedem im Unternehmen spricht und fragt, was machen Sie jetzt eigentlich? Warum machen Sie das so? Und machen Sie das doch mal anders. Das ist nicht üblich und das wissen aber Vietnamesen zu schätzen, weil sie etwas lernen wollen. Das ist noch wichtiger als die Gehaltshöhe. Ja? Sie möchten sich selber entwickeln, sie möchten ihr Land entwickeln, sie möchten sich selber entwickeln. Und das kann auch ein Grund sein, warum jemand, der etwas bewerkstelligen will, also ein deutsches Unternehmen, welches etwas bewerkstelligen will, hierher kommt. Dann ist aber Voraussetzung, dass auch der Deutsche selbst hier ist und nicht sagt, naja, ich setze dann einen Asiaten als Landesleiter ein. Dann ist der deutsche Vorteil im Keim erstickt. Ja? Ja, leuchtet ein. Habe ich selber mal so erlebt. Ich war ja auch mal mehrere Jahre Geschäftsführer einer deutschen Niederlassung in einem asiatischen Land. Und es war unglaublich, ne? Also eigentlich ist es da ähnlich, wie Sie es auch gerade besprochen haben. Ne? Sehr interessant. Ich habe immer noch so eine Schlussfrage an unsere Gäste. Und zwar, wir wissen ja, dass Sie das Land Vietnam lieben und sich dort sehr, sehr wohlfühlen. Aber wenn Sie doch nochmal auswandern würden, sozusagen aus Vietnam, gibt es denn irgendein anderes Land, wo Sie sagen, das würde mich auch mal interessieren, von dem, was ich da gehört habe oder gelesen habe? Haben Sie ein Land auf der Shortlist? Das ist jetzt eine sehr schwierige Frage, denn aus jetziger Sicht sage ich, das Paradies gibt es nirgendwo. Ich war als Referendar in Saudi-Arabien, das ist sehr schön, aber die Religionspolizei ist mir zu strikt. Ich würde dann schon ein Land wählen, an dem ich meine Freiheit gewährleistet sehe. Und das, ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht wäre das in Island möglich. Aber vielleicht denke ich das auch nur so, weil ich über Island fast nichts weiß. Ja, ein starker Gegensatz zu Vietnam jedenfalls. Ja. Ja, ja, ja. Aber Sie haben ja gefragt, was, wenn nicht Vietnam? Ja, Nicht? also interessante Antwort, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber wir werden der Sache mal nachgehen. Vielleicht setzen wir mal auf die Liste. Ich glaube, über Island hat man noch keinen Podcast, Sebastian. Wir werden das mal recherchieren, oder? Spannend. Ja, würde mich interessieren, ja. Ja, sehr schön. Also ich Ja, kann nur sagen, von meiner Seite vielen herzlichen Dank und war sehr angenehm, Ihnen zuzuhören. Ich kann nur sagen, bleiben Sie fröhlich in ja, Vietnam und wer weiß, wie schnell man sich dann doch mal persönlich sieht und trifft. ja. Vielen Dank, Herr Grünkorn. Dankeschön. Schönen Tag. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.